Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin mal wieder hier bei den Eisenbahnfreunden Vaterstetten bei einer Ausstellung. Und zwar hier beim Stand der IG Mikromodell beim Klaus Wintermeyer. Hallo Peter, servus. Das haben wir ja hier letztes Mal schon angeschaut. Vor etwa 1,5 Monaten in einem Video habe ich diese tolle große Wasserstraße gezeigt. Und ich habe aber auch schon gezeigt ein DCK-System, das hier integriert wurde mit den ferngesteuerten Autos. Und jetzt, inzwischen hat sich da einiges getan. Jetzt fahren die hier sogar Kolonne, sehe ich gerade. Ja, ich habe nach wie vor ein Fahrzeug. Wir haben Modellbaufreunde mit am Stand, die deutlich mehr Fahrzeuge noch haben. Und wir fahren hier in der Kolonne, weil die Fahrzeuge in der Lage sind, ihre Geschwindigkeit dem Vordermann anzupassen und entsprechend abzubremsen und somit Kolonnenverkehr simulieren. Der Vorausfahrende sendet ein Signal nach hinten, ein sogenanntes -2-Signal, und der Hinterherfahrende empfängt es und senkt seine Fahrstufe um 2 Punkte, so lange bis er aus der Reichweite rauskommt und beschleunigt dann wieder. Das sieht man hier ganz gut. Der UPS-Laster fährt also permanent auf das Geigerfahrzeug auf und bleibt dann auch stehen. Zwischendrin fährt ein RC-Fahrzeug, der BF4 mit dem Warnhinweis des Überholverbots. Der ist auch in der Lage, die nachfolgenden Fahrzeuge anzuhalten. Das ist aber ferngesteuertes Fahrzeug. Das ist ferngesteuert, bleibt jetzt stehen, sendet ebenfalls das Signal. Alle anderen hinterher passen sich an und reduzieren die Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Das heißt, hier wurde also jetzt die ferngesteuerte Fahrzeugeinheit Elektronik erweitert um diese K-System Abstands-Infrarotdioden. Korrekt, ja, den Baustein kann man einzeln kaufen, kann ihn in sein RC-Fahrzeug einbauen und ist genau für sowas gedacht. Und dieses RC-Fahrzeug, das ist aber hier ein recht spaciges Fahrzeug, sage ich jetzt mal. Da ist ja einiges geboten. Da ist es sogar ein Display angedeutet, oder ist es ein richtiges Display? Das ist tatsächlich ein richtiges Display, gebaut von unserem Vereinskollegen Björn Lorenzen. Kann das auch ferngesteuert schalten, verschiedene Symbole, rechts vorbei, links vorbei, Überholverbot, und kann das auch noch drehen. Deswegen ist es ein BF4, das BF3 kann das noch nicht. Was heißt BF4? Das ist ein Begleitfahrzeug der Klasse 3, ja, und das ist jetzt die Klasse 4. Und jetzt fährt der wieder und jetzt dürfen die dann auch wieder fahren, weil sie den Abstand hier gemerkt haben, dass sie jetzt nicht mehr so nah sind, dass das Stoppsignal wirkt, ganz genau, sondern dass das Signal -2 gesendet wird. Das machen die über 2 Dioden dann? Ja, über 2 Infrarotdioden nach hinten raus, und im folgenden, also im Nachfolgefahrzeug, sind Fototransistoren verbaut, die das Signal einfangen. Das erhöht den Spielspaß enorm. Also wir haben jetzt mit den automatischen Fahrzeugen doch deutlich mehr Spaß. So, der biegt ab und alle anderen fahren jetzt ihre Magnetspur weiter. Und irgendwann fahren die ja schneller, das heißt, die werden irgendwann die Kolonne wieder einholen. Genau, ergibt sich automatisch sofort wieder Kolonnenverkehr. Und dann könnte man sich da so nette Spielereien einfallen lassen. Das hat hier der Björn Lorenzen vorher schon erzählt, dass man dann sogar Kolonnen springen könnte und alles Mögliche spielen könnte. Genau, er kann es überholen, kann zwischen 2 Fahrzeuge reinfahren, der Rest bleibt stehen und das Vorausfahrende fährt einfach weiter. Da muss man aber dann schon ein bisschen Übung haben mit dem RC-Auto. Da ist wahrscheinlich sowieso Übung und Disziplin gefragt, ja, weil man ja hier mit den RC-Fahrzeugen die Bewegungsfreiheit hat. Mit den Spuren fahren die anderen halt etwas exakter, und man kann ja da irgendwo tatsächlich dann eventuell, wenn man Pech hat, wenn man nicht so gut geübt ist, in den Gegenverkehr crashen. Ganz genau, richtig. So, er lässt jetzt die 2 vorbei und er schließt sich jetzt dann wieder der Kolonne an. Ja, das ist ein netter Spielspaß. Wir haben den ganzen Tag schon Spaß. So, jetzt wird überholt. Tatsächlich die Kolonne zu überholen, setzt sich dann vielleicht dazwischen. Ja, ist ein bisschen arg schnell, der Transoflex. Ich werde ihn jetzt einfach mal ein Stück verlangsamen. Da sagt noch einer, Kurierfahrer sind doch immer relativ flott unterwegs. So, zack, jetzt hat er den aufgehalten. Jetzt bleibt er stehen. Du hast dich festgefahren, da greifen wir doch mal rein. So, bitteschön. Das heißt, man könnte auch dann ein Polizeifahrzeug bauen, das dann das Stoppschild hinten als Leuchtreklame, als Leuchtbild sehr gute Idee, Peter. Ich glaube, sowas baue ich mir.
Gut, dann bedanke ich mich beim Klaus Wintermeyer und beim Björn Lorenzen hier für die Vorführung dieser DCK-Systemkomponente bei der IG Mikro Modell und wünsche noch viel Spaß auf der Ausstellung. Vielen Dank.